So, dann geht's los. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Geht heute um Postgres Relations an dem Anwendungsbeispiel Natural Sort. Erstmal ist die Frage, naja, was ist Natural Sort? Ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber um also die Basis zu legen, habe ich ja noch eine Folie mitgebracht. Man kennt es vielleicht vom Karteikartensystem, wenn man einsortiert, dass man das dann alphabetisch sortiert. Was ist, wenn jetzt Zahlen da sind? Dann nehme ich die quasi als kompletten Zahlenblock und vergleiche das dann. Würde ich jetzt einfach normal sortieren. Also wenn ich jetzt einfach auf eine Spalte einen Order mache, dann wird er quasi Ziffer für Ziffer vergleichen. Und wir werden dann nachher noch ein Beispiel sehen. In manchen Situationen ist es eben nicht das, was wir wollen. Schon mal ein kleiner Spoiler. Postgres Relations können da dann helfen. Genau, dann habe ich hier versprochen, ich habe noch ein kleines Beispiel. Angenommen, wir haben zum Beispiel einen Titel für einen Artikel oder sowas und wollen dann die Titel sortieren. Dann kann es vielleicht sein, dass die Leute ja so eine Nummerierung eintragen, weil sie wollen halt so eine Relation zwischen ihren verschiedenen Artikeln herstellen. Vielleicht sind das dann irgendwie Kapitel von dem Buch oder sowas und fangen dann an, Zahlen einzutragen. Ich habe hier einfach mal drei Titel mitgebracht. Wir haben hier 100 und dann irgendein Name, 15 und 20. Und wenn ich das jetzt mit Natural Sort sortieren würde, dann ist es so, wie man es erwartet. Es kommt halt 15, 20 und 100. Wenn ich jetzt einfach die alphabetische Sortierung mache, wie es auch der Standard wäre, wenn ich einfach einen Order auf eine Column mache, dann kommt jetzt halt 100 als erstes, weil er guckt sich halt die erste Zahl an, das ist die 1, okay, beim nächsten Titel ist es auch die 1 und dann ist es eine 2. Also muss schon mal 20 eigentlich später kommen, das passt ja nicht mehr, weil 100 ist ja eigentlich größer als 20, aber da der das ja quasi die einzelnen Ziffern von der Zahl betrachtet, dann kommt dann die ungewünschte Sortierreihenfolge. Genau, jetzt ist die Frage, wie können wir das lösen? Ich habe ja schon gespoilert, man könnte das mit Collations machen, aber wenn man keine Collations hat, was wäre dann ein anderer Ansatz? Ich könnte eine separate Column einführen, die ich dann zum Sortieren nehme, oder eben ich mache es mit Collations. Bei einer Order-Column würde ich wahrscheinlich naiverweise die andere Column hier kopieren, würde dann die Zahl mit Nullen auffüllen, dann kann ich quasi wieder die einzelnen Ziffern vergleichen, ohne dass es kaputt geht. Man kann da noch ein bisschen mehr Logik reinstecken, aber das wäre vielleicht so ein naiver Ansatz, wie ich das ohne Collations machen könnte. Genau, und dann habe ich ja noch gesagt gehabt, es gibt in Postgres noch Collations. Die sind auch immer standardmäßig aktiv, also man verwendet sie auch, ob man es will oder nicht. Aber ich kann die natürlich noch anpassen. Und hier habe ich nochmal ein Beispiel dabei, wie ich das machen kann, wenn ich jetzt für die Titelspalte das mit Natural Sort haben möchte. Ich muss als erstes eine Collation erstellen. Ich habe das mal so ein bisschen aufgeschrieben, wie man das dann auch in einer Rails-Migration machen könnte. Es gibt dann den Befehl create collation, dann vergebe ich einen Namen, in dem Fall hier jetzt numeric. Dann muss ich noch einen Provider auswählen. Da gibt es bei Postgres 2 Stück. Das wäre einmal libc und einmal ICU. libc müsste bei Linux eigentlich immer mit dabei sein. Bei ICU müsste ich einmal prüfen, ob der vorhanden ist. Also bei uns auf den Servern ist das kein Problem, zumindest da, wo ich geguckt habe. Und je nachdem, welchen Provider ich dann nehme, muss ich dann die Locale, also den Locale-String ein bisschen anders definieren. Wenn ich jetzt eine Natural Sort haben möchte und den Provider ICU verwende, dann gibt es hier diesen magischen String. Also ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail reingehen, aber ich gebe hier einmal an, welche Sprache das ist und ein bisschen, wie sich dann die Collation verhalten soll. Also in dem Fall hier numeric, was dann dazu führt, dass wir dann ein Natural Sort-artiges Verhalten haben, weil er dann eben Zahlen als komplette Zahl betrachtet und nicht die einzelnen Ziffern. Es gibt auch noch eine andere Schreibweise, die sieht nochmal ein bisschen komplizierter aus. Auf jeden Fall kann man da sehr, sehr komplexe Sachen basteln. In der Postgres-Dokumentation ist es auch beschrieben, falls man mal einen anderen Anwendungsfall hat, keine Ahnung, ich möchte irgendwie Telefonnummern sortieren oder sowas, da kann man sich schon sehr wilde Sachen zusammenbasteln. Ob man es will, ist wieder eine andere Frage, aber theoretisch spielt da einiges. Genau, dann habe ich die Collation erstellt, schön und gut, jetzt muss ich sie auch noch verwenden. Dann gibt es eben den Befehl alter column und da kann ich dann Collation angeben. Hier unten referenziere ich dann eben die ich vorher erstellt habe. Und dann verwende in dem Fall hier die Spalte, die ich angegeben habe. Titel auf der Tabelle Chapter verwendet es die neue Collation.
Und würde ich jetzt zum Beispiel einen Order drauf machen, dann hätten wir eben das Natural Sort-artige Verhalten. Das heißt, das funktioniert dann auch bei anderen Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Postgres irgendwelche Funktionen verwende, wo dann auch unter der Haube sortiert werden muss, wendet er das auch. Das heißt, ich habe dann wirklich für die Spalte eigentlich immer das Verhalten. Das ist natürlich sehr gut, wenn ich das als Standardverhalten möchte. Wenn das jetzt nur in einem Use Case relevant ist, dann ist vielleicht Collation nicht unbedingt die beste Wahl. Darf ich da mal einhaken kurz noch? Ja. Wie verhält das sich jetzt dann, wenn das die Zahl nicht am Anfang steht von deinem Text? Wie würdest du dann in dem Karteikartensystem einsortieren? Also ich meine bloß, was macht er mit den restlichen Buchstaben? Da ist er dann schon alphabetisch, oder? Also vorne die Zahl. Also wenn wir jetzt erst Titel haben und dann die Zahl, dann wird er halt erst nach dem Titel sortieren und dann nach der Zahl. Also das wäre jetzt meine Erwartung. Ausprobiert habe ich es jetzt nicht. Bei gleichen Titeln, die sich dann bloß in der Zahl unterscheiden, hinten sollte dann die Zahl entscheidend natürlich sein. Okay. Das heißt, nach Fast and Furious 9 kommt dann noch 10. Das sollte ja. Sehr gut. Sind die schon soweit? Du hast gerade gesagt, das mit dem ICU-Provider. Warum will man den und nicht den, der überall da ist? Also libc? Also ich bin da jetzt nicht so tief rein. libc bietet, glaube ich, nicht ganz so viel Konfigurationsmöglichkeiten. Ich glaube, da ist ICU noch mal ein bisschen mächtiger. Aber falls jemand dabei ist, der sich da besser auskennt, kann er da kann widersprechen. Man kann sich auch anzeigen lassen, was schon für Collations da sind. Da gibt es eine Tabelle. Man kann die entweder mit einem SQL-Befehl sich halt ausgeben lassen oder in Postgres gibt es ja immer noch Slash. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau den Befehl und dann kann man schon mal gucken, was da ist. Vielleicht gibt es ja schon was Bestehendes. Also man muss sich nicht immer selber eine Collation bauen. Okay. Den Provider, da hat man einmal ein Problem und zwar, da hat man einen Alpine-Container und genau, da drin sind halt dann die Locales irgendwie anders und dann hat man halt bloß in den Test-Container quasi eine andere Sortierung als auf Server- und Entwicklerrechnung. Das ist ein bisschen auf Füße gefallen. Beliebt ist auch mein System mit deutscher Lokal. Da wird auch gerne mal anders sortiert. Ich gehe dann mal noch eine Folie weiter, weil tatsächlich war es das dann schon. Ich hätte versprochen, es wird diesmal wirklich ein Lightning Talk. Zum Abschluss noch meine Meinung und dann können wir gerne noch diskutieren oder Fragen stellen. Also ich habe das einmal verbaut und zwar in Cards. Da funktioniert das jetzt ganz gut. Und fand es auch interessant, das mal zu verbauen. Ich finde es auch praktisch, wenn ich das Sortierverhalten immer so haben will, dann habe ich es an einer Stelle, ganz unten in meiner Anwendungsschicht. Es blutet nicht dann in die restliche Anwendungslogik rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel das mit der separaten Order Column habe, dann muss ich das ja auch in meinem, also das war jetzt in dem Fall ein Trade, dann muss das in das Model rein. Dann muss ich auch noch wissen, okay, ich muss jetzt die Order Column verwenden. Kann dann natürlich sein, dass jemand das erstmal nicht auf dem Hut hat, dann erstmal direkt auf den Titel geht und nicht auf die Order Column. Kann dann auch sein, wenn ich dann im View das noch verwende, dann geht es wirklich durch die komplette Anwendungsschicht durch. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich sowas mache, dann könnte ich jetzt mit relativ wenig Mehraufwand dann auch noch hinbekommen, dass ich es in Ruby selber Natural Sort-mäßig sortieren kann. Das geht das natürlich mit der Lösung nicht. Da bin ich jetzt halt wirklich von der Datenbank abhängig. Aber in der Regel holen wir uns ja die Daten raus. Also würde ich sagen, wenn ich immer das Sortierverhalten haben möchte, dann würde ich das mit einer Collation machen. Wenn das jetzt nur sehr von dem Use Case abhängig ist, dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Ein Punkt, den man noch ein bisschen auf dem Hut haben sollte, ist das Thema CI. Wir haben ja gesehen gehabt, ich muss eine Collation erstellen. Das heißt, CI muss ja dann auch die Collation erstellen und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie man das macht. Und wir verwenden ja oft dann einfach ein Schema Load. Also in der Schema RB steht dann zwar die Collation drin, aber die existiert natürlich nicht. Also kann sein, dass das vielleicht mit Structure SQL funktioniert. Ich habe es nicht ausprobiert. Ansonsten wäre halt der Way of Doing. Ich kann ja in meiner CI, wenn ich einen Docker oder sowas habe, kann ich ja sagen, ja, es soll halt einfach mal die Collation anlegen, dass die halt defaultmäßig da ist. In Cards war es kein Problem, weil der geht tatsächlich einfach alle Migrationen durch. Aber wenn man Schema Load hat, dann müsste man da tatsächlich noch ein bisschen was dafür tun, dass das dann auch in
in der CI funktioniert. Danke, dass ihr dabei wart.